Ja, hallo liebe Zuschauer. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gleich am Anfang hier mit der Bungalow-Anlage, wo wir wohnen. Wir wohnen ja mittlerweile schon 3 Wochen hier, haben die letzte Woche vor uns. Da sind wir ja nicht ganz so happy. Mit dem Pool muss man differenzieren. Wenn wir also im Winter nach hier kommen, dann ist er auch kalt. Für uns ist das Wasser kalt. Über den Preis lassen sie nicht mit sich reden, das sind sture Thais und man kriegt auch kein Geld zurück. Aber ich habe jetzt 4 Location ausgesucht, wo Häuser stehen mit Google Map und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Die Anlage, wo wir jetzt hier drin wohnen, die ist nicht in Google Map drin, die ist also nur über Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt geworden und daher haben die ja auch gefunden, beziehungsweise mein Freund. Wir müssen ja auch daran denken, wenn wir am Ende des Jahres hier für 2 Monate kommen, vielleicht sind die Bungalows auch vermietet. Da muss man ja auch dran denken. Also suchen wir jetzt eine Alternative. Ansonsten würde ich sagen, wir kommen hier wieder zurück. Was toll ist, Jam fühlt sich sauwohl da rumzulaufen. Da sind ja Bananen, Plantagen und andere und dieser Teich, wo man angeln kann, das ist schon okay und das Haus an sich ist groß genug für uns, vor allen Dingen mit den 2 Schlafzimmern. Da haben wir ja ein Büro rausgemacht, wo ich die ganzen Filmmaterialien habe, die ganze Equipment. Aber wir gucken uns jetzt trotz alledem noch andere Objekte an und ihr könnt dabei sein. Ja, in einer meiner Filmbeiträge hatte ich gesagt, dass wir den Wagen höher legen wollen. Also nicht die Federn werden erneuert, sondern da kommen Gummipuffer dazwischen, oben und unten. Die kann man also so kaufen. Die kosten also so um die 50 €, so ein ganzer Set fürs Auto. Und da hatten wir also hier mal nachgefragt, die wollen doch glatt 650 € dafür, was ein bisschen zu viel ist. Also hier haben wir jetzt auch keine Zeit mehr dazu. Und das werde ich dann nachholen, wenn wir auf Samui sind. Also praktisch eine Vorbereitung für die nächste Reise. Ja, den Bungalow, den haben wir bis zum 8. gemietet. Dann geht es dann los hoch nach Kalassin. Da sind noch mal 600 Kilometer vor uns und wir werden dann eine Übernachtung wohl pausieren, weil da sonst ist das zu viel, nicht nur für mich oder für den Fahrer, sage ich mal, sondern auch für den Jam. So, jetzt sind wir nur noch 3 Minuten entfernt vom ersten Objekt. Ist nur 5 Minuten von uns entfernt. Die Gegend hier ist ziemlich zentral, ist also nur ein paar Minuten auch vom Strand entfernt. Und wir brauchen kein Haus am Strand. Wir wohnen ja mehr oder weniger am Strand. Links abbiegen. Danach links abbiegen. Okay. Wir wohnen ja mehr oder weniger in Samui am Strand. Und das ist nicht die große Prämisse. Auch mit dem Pool wäre natürlich schön gewesen. Aber das ist mehr, glaube ich, für die Urlauber. Die wollen einen Pool haben natürlich. Ja, da hinten sieht man auch die 2 Hochhäuser, die direkt am Strand sind. Steht schon das richtige Auto davor. Muss ich mal fragen, ist das im Preis inbegriffen? Somebody cab? The car is include house? Oh yeah! ไม่ต้องถอดใช่ไหมถอดดีกว่าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนถ้ามีเช่าเดี๋ยวจะให้แม่บ้านทำ Ja, gehen wir mal rein. Ich weiß noch nicht, was es kostet. Ja, ist sehr spartanisch. Der Kühlschrank hat natürlich hier nichts zu suchen. Da ist noch ein Kühlschrank. Aber das sieht schon ganz anders aus. Eine schöne Küche haben wir da.
Hier ist das Schlafzimmer. Klimaanlage, das ist ganz wichtig. Dann haben wir hier einen vernünftigen großen Schrank. Jetzt bin ich aber mal neugierig, wie viel das kostet im Monat. Da ist nochmal ein Schlafzimmer. Das wäre ja mein Büro quasi. Auch Klimaanlage. Ja, und hier ist Badezimmer mit Waschmaschine, so ja. Das ist also außergewöhnlich mit Waschmaschine. It looks nice. And how much is it for the month? Normally she like to take 11,000. How much? 11,000. Yeah. คุยกันไงก็ได้ค่ะ 11,000 per month. And when I rent it for 2 months, 10,000. When October, I will tell my husband again. Yeah. I want to come December and January. Is that okay? I know you want to sell the house. Yeah, okay. Maybe the house is not to rent than to this day. Deposit. Deposit. Yeah. Just 1 month. 1 month. Yes. Yes. I like it. And roundabout is a fan. Yeah, It's- have fan. Door. So, jetzt sehen wir mal gucken, ob das. Also, das gefällt mir schon wesentlich besser. Ja, hier hinten kann man rumgehen. So, also für 10.000 oder 11.000 nehme ich natürlich dieses Haus. Da hinten ist der Wasserbehälter. Super, nehme ich. Ja, und hier ist auch alles zu. เจ๊เหรอคะ อ๋อของน้องเขาฝาก Jetski haben wir auch vor der Türe. ดีจังแล้วฝากได้ด้วย Da hinten ist das Hochhaus, da ist also direkt davor ist auch der Strand. I like the house. Yeah. Yes, I think good for your dog too can walk around. yes, เนาะ I like it. ปีเผื่อ Also das sind ja schon mal andere Preise. แล้วก็ไม่เผื่อมีบ้านอื่นว่างด้วยไง จ้ะ Ich hatte ja das Video angefangen, dass wir jetzt ein paar Häuser hier uns anschauen und da war ein Haus, das war noch kleiner als unseres und die wollten 27.000 Watt haben. Engländer waren das und die anderen waren baufällig, kam nicht in Frage. Aber dieses hier, jetzt möchte sie uns noch ein paar andere Häuser zeigen, weil das ja zum Verkauf ansteht und dass wir dann eine Alternative haben. Aber ich bin angenehm überrascht. Geh noch mal rein. Ja. Riesengroß. Brauchen wir zwar nicht. Eine schöne Essecke und die Küche. Kühlschrank. Ja. Ja, jetzt war ich auch mal ganz neugierig, wie viel kostet jetzt dieses Haus. Das kostet 3,1 Millionen Baht kostet das. Und ja, wenn ihr Interesse habt, fände ich natürlich nicht toll, wenn das zu der Zeit schon wäre, wenn ich das Haus mieten möchte. Ich möchte den Dezember und Januar mieten. Aber okay, wenn ihr Interesse habt daran, 3,1 Millionen kostet das, ist ungefähr 300 Meter vom Strand hier entfernt in Rayong. Da sind ja sehr viele Filme von mir, kann ich ja hier oben mal verlinken. Dann könnt ihr euch bei mir melden und ich gebe das dann weiter an die Besitzerin. Ja, liebe Zuschauer, damit ihr einen besseren Überblick über dieses Haus bekommt, was wir gerne mieten möchten, und wie gesagt, es ist auch zum Verkauf angeboten, werde ich jetzt mal meine Drohne in die Luft bringen und zeige euch mal die Umgebung hier. Ja, hier unten seht ihr das schöne Haus. Das Grundstück ist nicht groß, man braucht nicht viel Gras zu schneiden. Und ich hatte ja vorab gesagt, das ist in der Nähe vom Strand. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn der Strand? Der müsste jetzt da hinten sein. Da hinten ist das Meer. Und nach links müsste eigentlich dieser Wolkenkratzer sein.
So, das sind also vielleicht 300 Meter Luftlinie entfernt. Wir gucken mal jetzt hier unten. Das ist ja in einer kleinen Wohnsiedlung. So, ich befinde mich genau über dieses Grundstück. Da unten in der Mitte ist es. Und da machen wir mal einen Rundumblick. Im Zentrum, da ist es. Gegenüber ist dieses große Grundstück. Und hier hinten irgendwo wohnen wir momentan. Da hinten ist ein Nationalpark. Da guckt auch Koh Samet ein bisschen raus. Und wie ich schon mehrfach sagte, da ist das Hochhaus mit den Apartmentwohnungen. Gar nicht weit weg. So, da zeige ich es nochmal. Also es ist ein Haus mit einer Mauer ringsrum. Also alles, was ein nicht gerne Gärtner haben möchte, sage ich mal. Da ist nicht viel zu machen. Es ist nur das Haus und ein paar Meter Grundstück ringsrum. Ja, das soll es jetzt hier gewesen sein. Man hatte uns zwar versprochen, vielleicht heute noch ein Haus zu sehen oder mehrere als Alternative, wenn das also verkauft sein sollte, wenn wir es gerne mieten möchten. Aber sehen wir mal weiter. Ich schließe jetzt hier erstmal den Film ab. Was ich also festgestellt habe, ist, über Beziehungen bekommt man hier eigentlich nur an vernünftige Häuser ran. Ansonsten, was ich da gesehen habe in Google Maps zum Vermieten, kann man also vergessen, viel zu teuer oder alte Bruchbuden sind das. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen nach oben und das Abo anklicken nicht vergessen. Tschüss!